Wir alle haben wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn es um Kreativität geht. Auf Teufel komm raus geht nichts. Wir brauchen Zeit und Inspiration, aber die fehlen uns sehr oft. Eine Sache, die helfen kann: Creative Problem Solving. Was das ist und wie du es anwenden kannst, das verraten wir dir heute. Creative Problem Solving, auf Deutsch kreative Problemlösung, ist eine ganz bestimmte Technik, die Kreativität fördert und uns deshalb beim Lösen von Problemen helfen kann. Sie wurde 1940 vom Werbefachmann Alex Osborne entwickelt, dem Mann, der auch das klassische Brainstorming erfunden hat. Und bis heute wird die Technik sogar als Fach am Buffalo College in den USA unterrichtet. Creative Problem Solving zeichnet sich im Grunde durch ein bestimmtes Prinzip aus: die Ausgeglichenheit von divergentem und konvergentem Denken. Divergentes Denken ist oft unsystematisch und experimentierfreudig. Konvergentes Denken beschreibt dagegen das gewöhnliche, lineare, mehr rational-logische Denken. Wenn wir nach Ideen suchen, dann denken wir meistens gleichzeitig divergent und konvergent. Das heißt, wir bewerten und verwerfen Ideen, während wir danach suchen. Das kennst du bestimmt auch von dir selbst. Das ist nur leider extrem kontraproduktiv. Eine ganz gute Analogie, um zu verstehen, warum, ist Autofahren. Um ein Auto zu fahren, müssen wir Gas geben und bremsen. Aber wir können nie gleichzeitig Gas geben und bremsen, logisch. Divergentes Denken ist wie Gas geben und konvergentes Denken ist wie Bremsen. Wir brauchen beides, aber in Kombination funktioniert es nicht. Deshalb geht es beim Creative Problem Solving immer zuerst darum, einfach ganz ohne Wertung über Ideen nachzudenken und danach zu werten. Die Divergenz liefert das Rohmaterial, das über das alltägliche Denken hinausgeht. Und die Konvergenz hilft dann, Ideen zu sichten, auszuwählen, zu bewerten und zu verfeinern. Und das Gute: jeder kann die Technik lernen. Wenn Unternehmen die Kreativität ihrer Mitarbeitenden gezielt fördern, könnte das dem Unternehmen nicht nur einiges an Geld sparen, sondern auch viel Innovation bringen und damit einen ziemlich großen Wettbewerbsvorteil. Dazu musst du in 4 Schritten vorgehen. Schritt 1: Klarifizieren. Worum geht es uns eigentlich? Die Frage muss erst einmal geklärt werden, bevor es weitergehen kann. Überlege dir dafür zum Beispiel ganz genau, woran du arbeiten oder was du ändern willst. Sprich dazu auch mit KollegInnen und versuche, eine andere Perspektive zu bekommen. Recherchiere und sammle so viele Informationen wie möglich. Danach folgt Schritt 2, die Ideenfindung. Sie ist der Schritt des kreativen Problemlösungsprozesses, bei dem du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Stichwort divergentes Denken. Brainstorming und Mindmaps sind zum Beispiel eine gute Methode dafür. Und wichtig, dir sind keine Grenzen gesetzt, egal wie verrückt die Idee im ersten Moment scheint. Denk nicht schon an alles, was schiefgehen könnte und an Dinge, die der Idee vielleicht im Weg stehen. Wenn du genügend Ideen gesammelt hast, kannst du darüber nachdenken, was wie umsetzbar ist. Stichwort konvergentes Denken. Gehe jede Idee einzeln durch und frage dich, wie hilfreich und umsetzbar diese ist. Danach folgt Schritt 3, die Planung. Gute Ideen sind natürlich extrem wichtig, aber um wirklich etwas wert zu sein, müssen sie auch umgesetzt werden. Das kann überwältigend sein. Deshalb mache dir zuerst einen Plan und schaue, wie du deine Ideen realistisch verwirklichen kannst. Und danach folgt Schritt 4. Ran an die Arbeit. Nimm den Aktionsplan und setze die Ideen um. Auch hier gilt Trial and Error. Bevor du alle Arbeitsabläufe und Produkte in deiner Firma veränderst, teste die Ideen, indem du zum Beispiel Prototypen erstellst. Wenn die gut ankommen, kannst du einen Schritt weitergehen. Wenn nicht, muss die Idee vielleicht noch verfeinert werden. Ganz viel Erfolg dabei! Und wenn du noch mehr über Innovation innerhalb von Unternehmen erfahren möchtest, kannst du dir hier unseren Kurs über Intrapreneurship anschauen, in dem wir noch mehr Tipps für dich haben. Learn, transform, grow. Masterplan.